Hallo, heute mit dem Thema Hallo. wir sind mehr als das Denken. Heute wollen wir da mal das tiefer erklären, wie es eigentlich entstanden ist, dass wir uns überhaupt im Denken eigentlich wie so verloren haben und was denn das eigentlich bedeutet, wir sind mehr als das Denken. Und es ist was wir eigentlich, wenn wir das als Kinder schon gewusst hätten, hätte es unser ganzes Leben verändert. Ja. In diesem Alter so von zwischen 6 und 8 Jahren sich das so stark entwickelt, das Denken wird wie stärker und wir fangen an in diesem Alter wie uns so zu identifizieren über das Denken. Ich bin gut, ich bin schlecht, ich kann dies oder jenes und ich bin das. Also wir springen eigentlich auf diese Gedankenzüge, die da so stark eigentlich reinkommen, also das Denken wird da sehr stark, springen wir wie so auf und weil die ganze Gesellschaft so funktioniert, dass sie auf diese Gedankenzüge aufspringt oder auf das, was wir denken, wer wir sind, ist natürlich ein Kind, geht da einfach automatisch rein. Ja, das ist wie so ein energetischer Sog, würde ich sagen, von der Menschheit vorgegeben, dass wir uns in den Gedanken suchen und anscheinend was finden. Man muss sich wie so vorstellen, als Kind kommen halt die ersten Gedanken, werden kreiert und so und dann am Anfang ist es eigentlich wie so normale Erscheinungen, die da sind. Das kommt und geht und Gefühle sind aber viel da, der Raum wird wahrgenommen und so. Und plötzlich ist wie so mehr Wichtigkeit eigentlich in den Gedanken, also ist mehr Wichtigkeit, was gedacht wird und so. Und dann fängt das so an, dass man sich damit eigentlich wie so identifiziert, also man geht wie so rein eigentlich in diese Gedankenwelt und hat das Gefühl, das ist wichtig, was da gedacht wird, das hat was mit mir zu tun und es hat was mit mir zu tun. Also das, glaube ich, ist eigentlich das Anfangsgefühl, der Kleber, ja. dass ich wie so mein Denken und irgendwie ist das wichtig. Das Genau. ist wichtig, was ich denke. Ja, es fühlt sich wirklich so an, dass wir da wie stecken geblieben sind. Also Ja. die Menschheit ist wie dort stecken geblieben, in dieser Phase von ich bin hier in meinen Gedanken und alles, was die mir sagen, das ist wichtig und stimmt und wenn ich das nicht bekomme, ist das nicht richtig oder meine Meinung ist wichtig und also wir hängen da wie so fest. Und das Denken ist mit dieser Alleinherrschaft total überfordert. Ne? Ja. Man muss sich vorstellen, das Denken ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von der Existenz, von dem, was wir sind. Also wir sind so viel mehr als das Denken. Aber dadurch, dass wir die Wahrnehmung so stark auf das nehmen und die Wichtigkeit, was wir denken, versucht das Denken eigentlich zu leben. Also das Denken versucht, das Leben tatsächlich zu handeln und scheitert natürlich kläglich, weil das ist gar nicht dafür gemacht. Es ist einfach gemacht fürs Denken. Das darf wie so denken, aber wir finden uns da nicht drin. Also es ist nicht. Und da ist dieser spirituelle Aspekt, ich will gar nicht spirituelle Aspekt, dieser wirklich normal realistische Aspekt, dass wir realisieren, wir sind mehr als das Denken. Nur schon, dass wir manchen Gedanken wie nicht glauben müssen, hilft, um einen gewissen Abstand zu kreieren. Und mit diesem Abstand können wir immer mehr wahrnehmen, dass es noch andere Sachen gibt außerhalb vom Denken. Wir können unsere Gedanken wahrnehmen. Also es ist ein Abstand, es ist ein gewisser Abstand da zwischen Gedanken und das, was wahrnimmt. Am Anfang ist es eigentlich ein riesen Evolutionsschritt, wenn man das schon wahrnimmt, dass wir nicht in den Gedanken drin sind. Und genauso sind wir mehr als die Gefühle oder die Körperempfindung oder so. Das ist alles nur sehr kurz da. Ne? Und dadurch, dass wir uns aber so auf das Denken konzentriert haben und das Gefühl haben, das sei wichtig, die Meinungen, die wir haben, das sei wichtig, also da sei die Intelligenz begraben eigentlich in dem Denken, da können wir nur sagen, das stimmt nicht. Die größte Intelligenz ist außerhalb vom Denken. Das Denken ist eine sehr kleine Intelligenz. Ne? Die große Intelligenz vom Leben wird ausgedrückt durchs Denken, aber drückt sich ganz vielfältig in allen Erscheinungen aus, im Dasein, in der Stille, im Berühren, im Erleben, im Erforschen. Das ist
ja, was so ein Abklatsch, wenn man das Gefühl hat, die Intelligenz sei im Denken drin. Ne? Und wir müssen da wie die Wahrnehmung eigentlich da rausnehmen und wieder erfahren, dass wir mehr sind als das Denken. Und das eigentlich unseren Kindern oder unserer Umgebung wie so beibringen. Und sobald wir da wieder rausgehen und merken, da ist mehr Raum und die Gedanken können einfach fließen, die können da sein oder auch nicht und ich will mehr, da kommt so eine Freiheit rein und so eine Leichtigkeit und plötzlich kann man das Schöne wieder sehen und das ist wie eine andere Art zu leben und das Leben wahrzunehmen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Schritt gehen. Und jeden Moment, wo ihr hier in diese Realität oder dieses Jetzt kommt, und das wirklich wahrnimmt, also diese Weite und der Raum, der wie so da ist, oder diese Lebendigkeit, das kann das Denken gar nicht beschreiben, wie das ist. Also zu leben, wirklich zu leben. Und diese Rückverknüpfung eigentlich an das Leben, also an das direkte Leben, an dieses Dasein, das lässt die ganze Existenz aufatmen. Das gibt den Frieden auf der Welt zurück und gibt auch den Frieden im Denken. Ne, weil das Denken kommt endlich zur Ruhe. Das Denken kann wirklich wieder an seinen Platz gehen. Es muss nicht die Herrschaft über das Leben übernehmen, was es gar nicht will, also was es auch gar nicht in der Lage dazu ist, sondern es kann frei denken, es kann sich wie losgelöst von diesem Ich, von dieser Wichtigkeit kann es denken. Und dann können ganz neue Sachen erschaffen werden. Und wir hoffen sehr darauf, dass sehr, sehr viele Leute diese Botschaft wie teilen halt auch oder selber auf dem Weg gehen und selber diese Erfahrung machen und das in die Welt bringen, dass wir mehr sind als das Denken. Und egal, was uns das Denken jetzt gerade sagt von unserer Situation, es ist immer nur eine ganz kleine Begrenzung von dem, was tatsächlich ist. Und uns sollte viel mehr das interessieren, was tatsächlich ist. Was wir fühlen, was wir wahrnehmen, was wirklich jetzt da ist. Und dann aus dem heraus handeln. Genau, und dann kommt eigentlich dieses direkte Handeln und das ist direkt verknüpft mit der Intelligenz des Lebens. Und wen es interessiert, wir begleiten Menschen, wir helfen, aus dem Denkprozess auszusteigen. Ihr könnt uns folgen auf Facebook oder Instagram. Ja, unsere Videos teilen, wenn euch das interessiert oder ihr Menschen kennt, die das auch interessieren könnte. Oder Teil von unserer Community werden. cominghome.ch, so unsere Website, gibt es auch eine Membership-Seite. Genau, da haben wir auch ganz viel Meditationen, Sachen für den Körper, Videos, Inspirationen. Und jeder kleine Step ist wertvoll. Jeder kleine Step, den wir rausmachen aus dieser Enge des Denkens, ist wertvoll. Ja, danke euch. Tschüss.